Leute, nachdem ich euch letztens meine Skincare-Favoriten aus dem Jahr 2021 gezeigt habe, ist heute der Beauty-Bereich dran. Sprich, alles, was mit dekorativer Kosmetik zu tun hat. Mein Skincare-Jahresfavoriten-Video lasse ich euch wie immer oben in dem i und unten in der Infobox da. Da könnt ihr dann sehr, sehr gerne nochmal vorbeischauen, falls ihr euch für Hautpflege interessieren solltet. Dann starte ich gleich mal mit meiner Lieblingsfoundation aus dem Jahr 2021 und das war definitiv die Dose of Colors Meteor Hue Foundation, die ich mir sogar in zwei unterschiedlichen Farben besorgt habe. Einmal die Nummer 103 Fair und die Nummer 108 Light, damit ich sie eben auch gut im Sommer verwenden kann. Was ich an dieser Foundation mag, ist die Haltbarkeit, wie sie auf der Haut aussieht und dass sie trotz der Tatsache, dass sie so ein Satin-Finish hat, perfekt zu meiner trockenen Haut passt. Vor allem, wenn die Pflege darunter stimmt. Klar, wenn ich meine Haut nicht ordentlich pflege, dann sieht die Foundation auch dementsprechend aus. Aber das trifft eigentlich auf jede Foundation zu, die ich bisher ausprobiert habe. Ich vertrage diese Foundation auch wunderbar. Sie ist auch toll von der Haltbarkeit. Ich kann sie wirklich gut abpudern, muss es aber nicht unbedingt. Und sie hält auch gut unter der Maske. Ich finde sie wirklich großartig. Sie ist auch ohne deklarationspflichtige Duftstoffe und anderweitige Parfümierung. Ist jetzt natürlich vom Preis nicht unbedingt eine Drogerie-Foundation, aber ich meine, wann braucht man denn mal eine komplette Foundation auf? Und da investiere ich lieber ein bisschen mehr. Ich benutze eher so 1 bis 1,5 Pumpstöße, deswegen komme ich auch sehr, sehr lange mit solchen Tintprodukten hin, außer es sind solche Tinted Moisturizer. Die finde ich auch toll von der Deckkraft. Ich brauche mindestens 1 bis 1,5 Pumpstöße, um eine mittlere Deckkraft zu erreichen, aber ich denke, man kann ja auch ganz gut weiter aufbauen. Sie enthält keine deklarationspflichtigen Duftstoffe und keine anderweitige Parfümierung, was für meine allergische Haut natürlich perfekt ist. Und wenn wir schon mal bei Tintprodukten sind, möchte ich euch natürlich auch meine allerliebsten Blushes aus dem Jahr 2021 zeigen. Und da bin ich voll auf die Fenty Cream Blushes abgefahren. Ich finde die wirklich großartig, weshalb ich auch 3 Farben besitze. Was ich an denen so besonders finde, ist einfach die Konsistenz und das Finish. Die sind halt nicht so typisch wachsig, fettig, schwer wie andere Cream Blushes, sondern die sind wunderbar leicht und schön sheer, wodurch die Haut auch natürlicherweise durch dieses Blush durchscheint, was sie eben einfach so perfekt macht. Und sie sind auch nicht zu stark pigmentiert, wodurch man sie auch nach und nach aufbauen kann, je nachdem, wie viel man gerade auf der Haut haben möchte. Ich finde die auch wunderbar einsteigerfreundlich. Also wenn ihr einen Cream Blush ausprobieren möchtet, was einfach sehr angenehm auf der Haut ist, sich gut einarbeiten lässt, aber auch von der Haltbarkeit wirklich gut ist, dann schaut euch die unbedingt mal an. Die Essence Blushes habe ich letztes Jahr auch für mich entdeckt und finde sie vom Preis-Leistungs-Verhältnis wirklich großartig. Aber da es sich dabei um so Standard-Puder-Blushes handelt, sehen sie besonders gut auf einer abgepuderten Base aus. Also ihr solltet zumindest die Stellen abpudern, wo ihr das Blush dann auch auftragt. Es gibt durchaus Puder-Blushes, die auch auf einer nicht gesetteten Base gut aussehen und sich gut verblenden lassen. Aber bei den Essence Blushes sieht das Ganze dann einfach deutlich besser aus und lässt sich auch sehr, sehr viel einfacher einarbeiten und ausblenden. Ich finde die Blushes wirklich toll. Man kann sie wunderbar aufbauen. Sie sind nicht zu stark pigmentiert. Manche unter ihnen haben sogar einen leichten Sheen und auch so ein bisschen Schimmer mit drinne, ohne too much zu sein. Meine Lieblingsfarben sind Breezy, aber auch Breathtaking finde ich wunderschön und verwende sie immer wieder gerne. Oh, fast hätte ich es vergessen. Ich habe hier noch ein Produkt von Fenty und zwar den Creme Bronzer. Den habe ich das letzte Jahr über so gerne verwendet und ich benutze ihn natürlich nach wie vor. Das ist ja nicht so, als würden euch YouTuber und YouTuberinnen ihre Jahresfavoriten zeigen und die Produkte dann nie wieder verwenden. Ich mag den richtig gerne und das liegt auch daran, dass ich die Blushes so gerne mag, weil die eben diesen Sheen haben, weil sie eben nur so eine leichte Pigmentierung haben, die man nach und nach aufbauen kann. Und ich bin sowieso ein riesengroßer Fan von Cremeprodukten, weil ich einfach mit meiner trockenen Haut sehr viel besser damit zurechtkomme und schneller einen Look zaubern kann. Und dieser Bronzer ist einfach nur wunderschön. Ich weiß, dass viele den Elf Putty Bronzer als Dupe zu dem von Fenty sehen, was ich aber definitiv nicht bestätigen kann, also zumindest aus meiner persönlichen Erfahrung. Ich habe den Elf Bronzer auch in einem Video ausprobiert, das kann ich euch
euch gern unten in die Infobox packen. Dann könnt ihr ihn auch nochmal in Aktion sehen. Ich finde einfach, dass der Fenty Bronzer total anders ist in seinem Verhalten und auch in der Blendbarkeit. Der von e.l.f. hat einfach mehr so eine festere, wachsigere, auch schwerere Konsistenz und man sieht ihn auch sehr, sehr viel stärker auf der Haut, also ist sehr, sehr viel stärker wahrnehmbar. Also es kann auch durchaus sein, dass er gut bei öliger Haut funktioniert, weil er einfach so ein bisschen mehr fester ist. Aber ich finde einfach, dass er mit dem von Fenty nicht mithalten kann und definitiv kein Dupe dazu ist. Kommen wir jetzt zu einer riesengroßen Liebe aus dem letzten Jahr. Und zwar sind das die Catrice Vegan Collagen Matte Lipstick. Ich habe sogar 4 Farben davon, weil ich die so grandios finde. Und ganz ehrlich, ich finde die so großartig, dass ich sagen würde, also wenn man mir eine Augenbinde umbinden würde, dass diese Lippenstifte Luxus-Lippenstifte sind und dass die mindestens 40 € wert sind. Die sind vom Tragekomfort extrem angenehm, die lassen sich richtig gut und präzise auftragen, die verschwimmen nicht in alle Richtungen. Es gibt wunderschöne Farben, die sind wirklich toll pigmentiert. Ich habe auch, glaube ich, im letzten Jahr, lasst ihn mich finden, diese Farbe am meisten getragen. Und zwar ist das die Nummer 100, die ich auch heute übrigens wieder drauf habe. Das ist so ein wunderschöner, korallig, nudiger Ton, den man relativ selten in der Drogerie finden kann, vor allem in dieser herausragenden Qualität. Und immer wenn ihr mich gefragt habt, was ich auf meinen Lippen drauf habe, dann war es zu 99% dieser Lippenstift. Und vor allem dafür, dass das eher solche matte Lippenstifte sind, sind die übelst angenehm, die sind toll pigmentiert, die halten richtig gut und wenn sie langsam verschwinden, dann sehr, sehr gleichmäßig. Und man kann sie auch ohne Probleme zwischendurch auftragen, ohne dass man aussieht, als hätte man mit einem Clown rumgeknutscht. Übrigens auch die Lip Liner von Catrice kann ich euch sehr ans Herz legen. Die sind auch großartig und ich habe sie auch im letzten Jahr wirklich, wirklich gerne verwendet. Und natürlich kann ich nicht aufhören mit meinem Lob für Catrice Produkte, weil ich noch 2 Glossy Lip Oils habe, die ich euch gerne zeigen möchte. Und die vergleiche ich immer wieder sehr, sehr gerne mit den Nabla Lip Glossen, weil die sich wirklich ähnlich verhalten. Ihr solltet euch definitiv nicht von der Bezeichnung in die Irre führen lassen. Das sind weniger Lip Oils als Lip Glosse mit einer dickeren Konsistenz. Ich finde sogar, dass sie sich so ein bisschen wie ein Balm auf den Lippen anfühlen. Also man kann die auch wirklich, wirklich gut ohne was darunter auftragen und die Lippen fühlen sich dann gepflegt an, aber nicht klebrig oder so flutschig, was ja bei manchen anderen Glossen der Fall ist. Und sie interagieren auch nicht mit Produkten darunter, was ich wirklich großartig finde. Ich ziehe diese Glossy Lip Oils sogar meinen teureren Lipglossen vor, weil ich die wirklich, wirklich großartig finde. Na, wer kann von euch erraten, welche meine am meisten genutzte Lidschattenpalette aus dem letzten Jahr war? Ich gebe euch einen kleinen Tipp, es ist definitiv keine BH Cosmetics Palette. Und zwar ist es die Wilderness Palette von Beauty Bay. Die finde ich einfach nur göttlich. Und in den meisten Fällen, wenn ihr irgendein Augen-Make-up auf meinem YouTube-Kanal gesehen habt, habe ich diese wunderschöne Palette verwendet. Ich finde die qualitativ richtig, richtig gut und ich würde sogar sagen, dass das eine der besten Lidschattenpaletten von Beauty Bay ist. Ich habe einige Paletten von Beauty Bay ausprobiert und finde diese wirklich, wirklich gut und sehr, sehr empfehlenswert. Die Schimmertöne sind so ein bisschen cremig, also cremiger als beispielsweise bei den BH Cosmetics Paletten, was jetzt bei öligen Augenlidern vielleicht nicht so gut ist, aber für meine eher trockene Haut passt das einfach perfekt. Und dadurch, dass sie eben so cremig sind, kann man die sehr gut präzise auftragen und muss jetzt auch nicht jedes Mal nochmal eine Cut Crease mit einer Eyeshadow Base oder sowas ziehen, sondern kann die auch richtig, richtig gut so auf den Pinsel aufnehmen und dann eine scharfe Linie ziehen. Geht wirklich wunderbar und auch die matten Töne sind einfach nur der Oberhammer. Lassen sich gut ausblenden, lassen sich gut aufbauen, wobei ich finde, dass bei den Paletten es eine gute Idee ist,
erstmal mit dem dunkelsten Ton anzufangen. Ansonsten wird das immer ein bisschen schwieriger, das noch mehr aufzubauen, also über andere Töne sozusagen. Das verliert sich sonst relativ schnell, aber das ist auch ja eine persönliche Präferenz und was man so an Make-up ganz gerne mag. Und wenn man das weiß, dass man erstmal mit einem dunkleren Ton anfangen muss und lieber dann mit einem helleren verblendet, dann finde ich auch, dass das alles wunderbar funktioniert und man wirklich, wirklich schöne Looks damit zaubern kann. Ich werde die Palette auch nochmal in einem Get Ready With Me benutzen, wo ich alle meine Jahresfavoriten nochmal in Aktion zeige. Dann könnt ihr auch definitiv nochmal sehen, wie sie performt. Und zu guter Letzt habe ich noch ein Produkt von Catrice und zwar ist das die Lash Changer Mascara in der wasserfesten Version, die ich übrigens deutlich besser finde im Vergleich zur nicht wasserfesten Variante, weil die bei mir extrem herumschmiert. Diese Mascara macht bei meinen kurzen Wimpern wirklich gut Länge, Fülle, schwärzt sie wunderbar ein und macht vor allem auch einen guten Schwung, ohne dass sie zu dick und krümelig wird, was ich wirklich, wirklich großartig finde. Und das ist auch übrigens eine dieser wasserfesten Wimperntuschen, die ich mit meinem Reinigungsgelee ohne Probleme abbekomme, weil ja manche von euch immer wieder mal fragen, bei welchen wasserfesten Mascaras es gut funktioniert. Und das ist bei der hier definitiv der Fall, also zumindest bei mir persönlich. Ich mag die Mascara richtig, richtig gerne und trotz der Tatsache, dass ich auch immer wieder Fake Lashes trage, benutze ich die wirklich, wirklich gerne, vor allem an Tagen, wenn ich keine Lust auf unechte Wimpern habe. Das war's schon mit meinen Jahresfavoriten aus dem dekorativen Bereich und ich bin gerade am Überlegen, ob ich ein Video zu meinen liebsten Foundations machen soll, weil es durchaus schwierig ist, Produkte zu finden, die für empfindliche und allergische Haut geeignet sind. Ich habe hier aber einige Sachen, die für mich persönlich gut funktionieren und die ich euch auch zeigen könnte. Also falls ihr das eine super Idee findet, dann schreibt es doch gerne in die Kommentare. Lasst mir ein Däumchen nach oben da und ein Abo, da würde ich mich sehr darüber freuen. Und ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Mal.